Guten Abend, Freunde. Ich muss noch schnell eine Sache umstellen und so. Das hier muss ein bisschen nach rechts gehen. So, das passt jetzt. Genau. Summer Game Fest Reaction beginnt gleich. Ich weiß nicht, ob es mit dem Ton so passt. Ich werde es auf jeden Fall gleich anpassen, wenn der erste Trailer läuft. Weil dann kann ich es erst so richtig feststellen, wie es so ist. Ja. Genau. Natürlich ist schon das auf dem Game Awards Kanal. Weil es ist ja auch von der gleichen Person. And here we go! Hello everybody, I'm Jeff Keighley and this is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles, so whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to Call of Duty. exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish list. Obviously, by the way, don't get every announcement you desire. Let's face nach it, oben, you're muss not going sein. to get everything today, but we've got a lot of great stuff. Falls nur Shit angekündigt wird, nehme ich den natürlich wieder weg. Nein, Jokes. Ja, Street Fighter. Wurde schon in der State of Play angekündigt von Sony. And right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. Street Fighter war nie meins, habe ich nicht gespielt. Es sah zwar ganz interessant aus, den Trailer bei der State of Play, aber neuer Charakter. Ich weiß nicht, ob er neu ist, aber ich habe, wie gesagt, vorher nicht gespielt, aber hat auf jeden Fall Ähnlichkeit mit Smash Bros, aber ist trotzdem noch mal was anderes. Ich weiß gar nicht, was früher da war. Ich glaube, Street Fighter war früher da als Smash. Ich bin mir nicht sicher. Oha. Ja, Street Fighter 6. Oder 6, mir ist ja wurscht. Genau, ich mach's für euch, glaube ich, mal ein bisschen lauter. Bisschen, ja. It's all about the comb. All right, next it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Oh Check ja. this out. Das erste New Game, oh Gott, please. Gut, es kommt wahrscheinlich ein Haufen World Premiere. Das kenne ich doch. Focus kenne ich, Century Games. Das sieht jetzt schon mal geil aus. Sergeant Leo Alvarez of the CM Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Releases of one piece.
Take the lead. Oh, this ain't good. What we found was a new kind of evil. And it found us first. What the? This wasn't human. Retreat! Retreat! Alien the Game? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, die Viecher sehen sehr aus wie die Aliens aus Alien, aus dem Film. Also aus den Filmen. Es gibt ja mehrere. Vielleicht sehen sie auch nur ähnlich. Doch, die sehen sehr stark nach den Aliens aus Alien aus. Ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber ich habe trotzdem mal ein, zwei Aliens davon gesehen. Also die sehen sehr stark so I aus. don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. Hundertprozentig. Die sehen wirklich And sehr someone genauso aus. needs to know. Sag ich doch. Aliens Dark Descent. Ich würde sagen wegen 20th Century That Fox was Games. Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Oha. Oh, den Trailer habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Der kommt mir sehr bekannt vor. Take a look outside. Oder zumindest dieser Shot Did you kam mir know bekannt they vor. call Callisto the dead moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Es fängt direkt mal an mit... Ah, ja doch, das wurde schon in der State of Play mal so ähnlich gezeigt. Ein paar Shots kenne ich da draus auf jeden Fall. Zum Beispiel den, wo er da jetzt in diesem Gefängnis-Dingens war und den von vorhin. Den kannte ich auch schon. Rebirth. Genau, dieses Viech kenne ich auch schon. I just love that last part. Gives me chills every time. Das ist ein Game, das ist ein Game für Co. Zumindest vom Gore-Faktor her. Er liebt Gore in Videospielen. Ja, sowas. Ich mein... Junge, what the fuck, was ist das? Leck mich am Arsch. Welcome to your new home. Genau, Callisto, The Callisto. Und vor allem die State of Play letztens, die war halt anders geil. Zum Beispiel, dass das Marvel Spider-Man Game für den PC kommt, Alter. Das war so, Alter, das ist so geil. That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all,
congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And, you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now. Yeah. And you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me. It's about you guys. Yeah, I know. I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. And then check out das juckt mich jetzt nicht so sehr, es tut mir leid. Aber das ist halt leider so. Ja, vor allem so Gore-Spiele sind nicht so meins. Es muss schon zumindest vom Thema her zu dem passen, was ich gerne spiele. Also, was weiß ich. Ich habe nichts dagegen, wenn in sowas wie, was weiß ich, I don't know, in so einem First-Person-Shooter zum Beispiel, so ein Kriegsspiel oder so, First-Person, da habe ich nichts dagegen, wenn es ein bisschen mehr Gore ist, aber bei solchen Games, die wirklich eigentlich nur auf Horror und Gore getrimmt sind und du so in geschlossenen Räumen rumläufst, in Third Person oder auch selbst für First Person ist es so, das fühle ich nicht so sehr. Also das ist nicht so meins. Zum Beispiel sowas auch. Die State of Play war richtig geil, weil das Marvel Spider-Man Game kommt für den PC. Das finde ich halt richtig nice, weil das war so ein großer Grund, warum ich die PS5 wollte, weil ich diese Spider-Man Games spielen will. So jetzt, ich will zwar immer noch eine PS5, weil es gibt ja auch noch das Miles Morales Game, das gibt's ja auch noch nicht für den PC. Oder nächstes Jahr kommt noch ein Marvel Spider-Man Game. So, deswegen. Ich brauche auf jeden Fall noch eine PS5. Aber ja, wie gesagt, es kann jetzt noch eine Weile warten, weil im August kommt das Spider-Man Game für den PC raus. Das gönne ich mir dann instant. Und ja. Dann werde ich es auf jeden Fall zocken. Ich denke, ich werde es privat zocken, weil es wird ein Game sein, das werde ich auch einfach so, wenn ich Bock habe. So, die Skywalker-Saga ist ein Game, das spiele ich wirklich nur, wenn ich streame. Und wir spielen ja gerade auf 100%. Und ja, das spiele ich, wie gesagt, nur, wenn ich streame. Und ich finde, es ist ganz gut, weil wenn ich mal einfach eine Zeit lang keinen Bock aufs Game habe, dann streame ich halt was anderes, maybe. Eben wie sowas hier zum Beispiel, klar. Ich könnte jetzt auch die Skywalker-Saga streamen, so ist es nicht. Aber... Und ich streame das jetzt nicht, weil ich keinen Bock auf die Skywalker-Saga habe, sondern ich streame es, weil ich sehen will, was dieses Jahr und nächstes Jahr so alles kommt an Games. Weil, natürlich, ich freue mich immer über neue Games. So, okay, das laggt ein bisschen rum. Aber das Spiel ist ja auch noch nicht fertig, also ich akzeptiere es noch, aber das, oha, Alter, das sind, jo, leckt mich am Arsch. Ah ja. Oh my God. That just happened. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game,
And today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Ja. Hi everyone. In 2019, modern warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Schon heftig, dass sie sich dafür... Gut, das ist doch nicht echt, Bruder. Das haben die doch nicht wirklich gemacht, oder? Als ob. Aber MW2. Ja. Mal schauen, ob es der nächste Fail wird. Weil Call of Duty Vanguard war ja anscheinend auch ein Fail. Dann die Black Ops Reihe ist ja quasi auch die ganze Zeit nur immer das Gleiche. Bloß halt immer ein bisschen aktueller dann mit einer anderen Grafik, also mit besserer Grafik halt. Aber so... Also Battlefield 2042, das ist zwar nicht das ist zwar kein Call of Duty, aber ich glaube, das war auch anscheinend nicht gut. Ich habe beide Spiele nicht gespielt, aber ich habe gehört, dass die nicht gut waren. Also beschwert euch nicht bei mir, wenn die eigentlich voll gut sind. Ich hab's nur gehört. Oh, leck. Das sieht schon echt geil aus, das Game hier jetzt, aber der Trailer zu Vanguard sah auch richtig sick aus und anscheinend soll das Spiel trotzdem echt kacke sein. Also, der Trailer zu Vanguard sah richtig geil aus. Wirklich richtig geil. Ja, der Trailer sieht auch wieder richtig nice aus, aber ob es halt was ist, also ob es was Gutes ist, I don't know. We're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Man down! Rush out! There's no one here. We need to move fast. All Shadows, force out. I want eyes on that container now. 2 copies, moving. We gotta roll. Shadow 1, Ghost. Visual on flares coming from the ring. What's your status, over? Ghost, they're signaling the ship. They're gonna launch that missile. It's first stage. There's no time. All Shadows. Missile is on the helipad. 2-1, we're moving to secure. Cover us. 2 copies all. Ich versuche gerade herauszufinden, ob das auf dem PC oder auf der Konsole, also ob das mit Tastatur oder mit Controller gespielt wurde. Ich bin mir nämlich nicht sicher, der bewegt seine Kamera ziemlich langsam, da kann man das schlecht erkennen. Ob er jetzt gerade mit Controller spielt oder ob er mit Tastatur spielt und mit Maus halt. Ich weiß nicht, sein Aim ist aber ein bisschen zu präzise für einen Controller, meiner Meinung nach.
Andererseits, das sah jetzt gerade schon sehr nach Controller aus. Clear. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ah nee, ich glaube, man hat's gesehen. Controller ist es, ne? Bin ich dumm. Man hat's ja vorhin gesehen, dass er auf PS5 spielt, glaube ich. Also ja doch, auf PS5, glaube ich, spielt. Ich glaube, ich habe vorhin gesehen, dass er einmal Viereck drücken konnte. Ja, Viereck da. Er spielt am Controller, okay. Ja, er hat ziemlich langsam geaimt, deswegen war halt eben dass der Trailer gut ist, you know. Actual, we got a problem. Missile was armed or something on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Let's move out. Ghost, this is Zero One back in the water, inbound to your position. Solid copy. We're taking effective fire. The LZ will be hot. Roger that. Once we're on deck, we push to the bridge. Fast. Secure those controls. Stop this missile. Yep. How do we board? Take the ramp. Hold tight, Sergeant. Ah ja, entspannt. Let's have ourselves a gunfight. Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. Alejandro, maintain overwatch from the rig. We're forcing up. Copy that. Moving! Reloading! They're forcing up! Ah, ich find. Langsam reicht's auch mit dem Call of Duty Trailer. I mean, like. Es bringt ihnen halt im Prinzip auch nichts, den krassen Trailer zu bringen, wenn das Game am Ende wieder kacke ist, weil sobald die ersten Leute spielen und sagen, es ist kacke, kaufen sie eh nicht mehr. Also kaufen sie sowieso deutlich weniger. Also da finde ich, es reicht schon langsam. Ich würde lieber Dinge sehen, die interessanter sind, bin ich ehrlich, weil es gibt so viele, es gibt so viele First-Person-Shooter-Games. Ich finde, da muss jetzt nicht Call of Duty Modern Warfare 2 so krass promoted werden. How far are you from the bridge? This is one. We're pushing towards the entry now. Copy that. Jo. They closed off the bridge entry. Secure the deck and we'll blow the door. Visual on bridge entry. Clear. Check in. Controls are internal. All right, stand back. Shadow 1 going explosive on bridge entry. 3, 2, 1. Execute. Jo. Oh, wie gut. Jetzt geht's über zu einem Trailer. Not bad. Pre-order now and get early access to the open beta. Nee, danke. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us, and also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish, and then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces
Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, I got a shout out to IW. This was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here. And, you saw the wind and the animations and the awesome sound design. And of course, our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. Again, I'm very excited. Just can't wait I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. So it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Well, before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There was a little bit. It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe seeing high rise and other elements. But we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe. Yeah. So all the more reason why we think this game, this moment is such an important title for all of us looking ahead. And like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise. So we're in position. We're really excited. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. Okay. Was geht's? 30 Jahre später. Was ist das? The Return of an iconic franchise. Hä? Ich glaube, das kenne ich nicht, oder? The fight continues. Flashback. Keine Ahnung, oder? Winter 22, alles klar, ja. Juckt mich jetzt auch nicht so sehr. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. Holy shit, das sieht geil aus. Okay, was... What? Das sieht echt nicht schlecht aus, du. Oh. Das ist sehr interessant, ja.
Okay. Sieht aus wie ein First-Person Dark Souls irgendwie. I don't know. First-Person Dark Souls mit Waffen. Also, was ist mit Waffen? Mit Schusswaffen. Es sieht wirklich sehr interesting aus. Maybe spiele ich das sogar. Ey, das sieht super interessant aus. Boah. Oh, vor allem es ist so... Es sind teilweise moderne Waffen, aber in einem in so einem mittelalterlichen Look. Aber so Witchfire, ja, das sind so es sieht so mittelalterlich alles aus, aber ja, aber die Waffen sehen trotzdem, aber das Prinzip der Waffen ist ziemlich fortschrittlich. Das Okay, sieht next richtig up cool comes aus. an ambitious new game from a new independent studio in Europe, Okay. starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. Okay, neues Game. Was ist es? Indie auf jeden Fall. Officer Fallen Taylor, Leaf. Medlog 29. Today, Unreal Engine. I can't believe what I saw. Boah, das sieht so krass aus. Das soll ein Indie-Game sein. Leck mich am Arsch. Solis, everything okay in there? Something is going on here. And I need to find out what it is. Ah, das Spiel heißt sogar so. Fort Solis. Solis erinnert mich an Just Cause 4, Solis, die Insel. That's something brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun, the fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I got to ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solis. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in a yeah. Oh, man. We can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. Yeah, It's man. so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling like this is your first game since Yes. Red Dead 2. One of the first major ones for a while. And I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. And his job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars Typ and mir irgendwie Earth are sympathisch, I don't really know. far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I got to ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, you know, it's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said, we'd like for you to consider being a part of this game. And he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full, like, performance capture and everything. Ah, right? yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course,
I get to work with one of the best of the business. And me. I get the privilege Who's the of other? getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to knock I guess your I've socks seen some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can. You will. And it's going to be glorious. And we did. And we it's did. like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're excited big about stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Thank Fest. you. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. Okay, schauen wir mal. Neues Game. Junge, das ist doch kein Game mehr, das ist echt. Also am Anfang jetzt irgendwie sind nur Horror-Games dran. Kann das sein? Horror-Puzzle-Games, Bruder. Oh, leck mich am Arsch. Holy shit. Das sieht aus. Okay. Sieht irgendwie komisch aus. Routine. Oder Routine. No Routine wahrscheinlich. Software. Raw, irgendwas. Ja. Wie gesagt, wieder nicht meins. That looked great. That was Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. Lol. What's up, everybody? And what's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive, Big Drink Energy.
Always room for a cheesy chili. Ach, Junge. Extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I gotta tell you guys, number one, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also, I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Er hieß sein Black Adam Around an. the world who know the Black Adam mythology. He is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers, is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change. It has been an honor to become Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass, enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Jetzt kommt der Trailer. Auf den haben wir ja gestern schon reagiert, auf den Trailer. Nothing but heartache. I was a slave until I died. Then I was reborn a god. Now I kneel. Ja, auf den Spiel habe ich gestern, habe ich schon gesagt, und ich sage es einfach nochmal, weil vielleicht war ja gestern nicht dabei, aber ich habe richtig Bock auf den Film, muss ich sagen. Ich werde mir den auf jeden Fall im Kino anschauen. Oktober kommt der ja. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Im November kommt dann Black Panther 2, werde ich mir auch anschauen. Und im Juli kommt dann in nicht mal einem Monat, also fast einem Monat, kommt Tor 4, werde ich mir auch gönnen. Und Black Adam auch auf jeden Fall im Oktober. Habe ich richtig Bock. Oh. Was kommt jetzt? Outsiders. Outriders. Outsiders. Irgendwie komisch, es ist irgendwie direkt weitergegangen, ohne dass er noch was gelabert hat. Ich hätte irgendwie erwartet, dass er jetzt nochmal ganz kurz was sagt und dann kommt ein neuer Trailer. Aber dass er das jetzt einfach direkt nach dem Trailer zu Black Adam ein neues Game gezeigt wird, was gezeigt wird, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht so, er kommt jetzt nochmal so und sagt, hey, das war Dwayne Johnson, das war Black Adam, jetzt geht's weiter mit Games oder so. Aber nee, es geht instant weiter, okay? Ja, Outriders, World Slayer. Was? Coming soon? Zu Nintendo Switch. Ja, wow, Splatoon 3. Achso, ja, generell, was alles noch kommt. Ja, gut. Wow. Real Talk, Nintendo macht keine eigene Direct. Die sagen, die kündigen jetzt hier, die hauen jetzt hier einfach nur so ein bisschen raus. Ja, moin, das kommt alles. Was?
Was ist das? Fall Guys, oh. Leck mich am Arsch. Endlich kommt es für Switch, oder? Ach Junge, ja, als ob. Ich weiß, es sieht irgendwie nicht gut aus, dass die da so in echt editiert wurden. Die sehen nicht sehr realistisch aus. Also, naja. Oh Junge. Das CGI ist da gerade nicht so Bombe. Aber ist ja auch nur ein Trailer. Oh wow. Sag mir nicht, die werden jetzt auch. Ich kann jetzt was sagen. Ja, free for all available. Was, Season 1? That was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. Ja, All right, wow, back die to können. another new game announcement. Was We're soll gonna announce das? a Nintendo brand new macht keine game eigene in the Direct, aber universe from a aber new in den team of Game Fest wird legendary einfach nur mal eben so ganz kurz abgehandelt. Okay, das kommt, das kommt, das kommt, das kommt, das kommt noch. Ende. Wow, danke. Frost Giant Studios. I don't know. Kenne ich nicht. Was wird das? Aber es wird ein neues Game, also. Es ist anscheinend Ingame-Footage, weil es steht nichts da drunter, deswegen sieht schon mal heftig aus. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Now we're talking. Command, I may be onto something. I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Hang tight, Doc. I've got this. Die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Also von dem Roboter. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. Wieso geht's denn heutzutage, also in Videogames heutzutage eigentlich nur noch um Aliens, die man wegballern muss? Also, warum? There you have it. Tim, congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth.
Okay. And we saw some hints of some. I mean, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. Tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine. But any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that, just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, I think we've got some first kind of work-in-progress images from the game, right? Yeah, these are still very much being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow. Well, I love it. 2023, you said, for the beta, so people can sign up now, get ready. And I'm just so thrilled that there is a Die Unreal Engine 5 ist so RTS franchise krank. coming from you guys and your background and what you did, at Blizzard and StarCraft. We're Also so excited wirklich, about das, this team. Frost so Giant. viel besser Thank you so geht's much doch for gar nicht. giving us your announcement Also, today on Summer Game Fest. Thank you what so the much fuck? for having us here. Really grateful. Awesome. All right, Frost Giant. Noch realistischer als Keep an eye out Unreal for Engine it. 5. Now Wie it's time sollst for du das machen? another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. Good morning, High Water Dwellers. High Water Pirate Radio keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. The world ended on a sunny day. Boys and girls surfing in the bay. Kids clamored in the park. No one suspected the coming dark. The wave was coming, but the sky was clear. I let it wash over me. Swept away, swept away, swept away without fear. Swept away, swept away, swept away without fear. The world ended on a sunny day. Boys and girls surfing in the bay. Children clamored in the park. High Water. Ja, also ich weiß zwar jetzt nicht, worum es geht, aber es hat halt so einen coolen Indie-Game-Look. Den mag ich eigentlich ganz gerne. Breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict, and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia.
a 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on Das ist ein Aufbauspiel, da hätte ich Bock drauf tatsächlich. Das sieht so cute aus. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Es ist irgendwie ganz witzig, muss ich sagen. Irgendwie ganz Apparently witzig. we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Ich habe nicht ganz verstanden, um was es geht. Es ist Epic Games. Coffee Stain. Die Entwickler von Satisfactory. Holy shit, was wird das? Was wird das für ein Game? Also was soll das sein? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Goat Simulator 2. Willst du mich verarschen? Und jetzt online oder was? Goat Simulator Online. Oh, der typische Sound. Der typische, ich glaube, wie heißt der? Wilhelm-Schrei oder so? Wilhelm-Scream? Oh, Junge, der arme Typ. Als ob. Junge, Goat Simulator. Was, 3? Es gab schon 2? Egal. Goat Simulator 3, Alter. Herbst 2022, Alter, wie geil. There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got a look at some new folks set to join the battle. Ja, war das nicht Mobile? Ich bin mir nicht sicher, das war Mobile, oder? Oder war es Mobile? This world has no hope under your watch. Ja, Midnight Suns. Von 2K lol. Das sind die Borderlands gemacht haben, 2K. Oh. Das sieht geil aus, aber ich weiß nicht mehr, ob es ein Mobile Game war. Ich weiß nur, dass es mal angekündigt wurde, auf jeden Fall, auf irgendeiner Präsentation von Square. Aber Square-Präsentationen werden mittlerweile schwierig. Ich bin mir nicht mehr sicher, war es Mobile oder war es nicht Mobile? Mother won't hurt you. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Da ist Blade. Wer sie ist, keine Ahnung tatsächlich. Ah, Ghost Rider. Dann sie, keine Ahnung. Die andere auch keine Ahnung. Da ist Spider-Man und Blade habe ich noch gesehen. Die Midnight Suns, genau. Midnight Suns, das sollte eigentlich noch
Iron Man und ich weiß gar nicht, wer noch alles mit drin ist. Was? Pre-order now, Doctor Strange Defender Skin. Ah ja. Ja, nee, es ist kein Mobile Game. Oh, lol. Ich dachte, es wäre Mobile gewesen. Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. Okay, einfach zu Ende. That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course, DLC. You see how they did that for Cuphead? Joining me now is Maya Maldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming? It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled, too, that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up, obviously, the gameplay. It's difficult, as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet, super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Thanks, Smile. Ah ja. Wie ich es gestern auch schon gesagt habe im Stream, die Cuphead-Show fand ich richtig nice. Ich habe zwar das Game nie gespielt, tatsächlich. Ich weiß, wahrscheinlich shame on me, aber ich habe tatsächlich das Game nie gespielt, aber die Cuphead-Show, die Serie auf Netflix, fand ich richtig nice. Die fand ich wirklich richtig nice. Und ich freue mich auch auf die zweite Season, die dieses Jahr noch kommen soll. Fand ich anders nice. Da kam sie auch drin vor. Knockout. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geek Oha. which will include new show and game announcements. It streams Genau, at 10 a.m. darauf Pacific, 1 p.m. reagiere ich Eastern. auch. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geek Week, there is the Epic Game Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Game Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Ja, Switch und PC, okay. Ach, dieses Game, das wurde schon mal, glaube ich, in irgendeiner Nintendo Direct mal angekündigt. We're called Neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work.
but I'm finding it hard to believe we're in heaven. Das ist wahrscheinlich PC-Gameplay, weil ich glaube, so gut wird es auf der Switch nicht aussehen mit den Schatten und so und dass es halt auch so flüssig läuft. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. Juni, bald. Neon White, ja, das glaube ich wurde schon mal auf einer Nintendo Direct irgendwann angekündigt, aber ja, I don't know. Nicht meins. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a look. Von einer einzigen Person, Alter. Holy shit. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. Das sieht auch echt interessant aus. Es könnte richtig Bock machen. It's happening. The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, I had the stink of corruption all over me. And you know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore. And neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. Ja, sieht auf jeden Fall nice aus, muss ich sagen. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Warframe. All right, joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got a lot. We just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years. And I know right now, anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it, so it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, Ich finde es einfach geil, dass sie da auch einfach quasi komplett vor Greenscreen stehen. Also ich glaube, der Hintergrund ist kein Greenscreen, aber das, worauf die stehen, ist Green. Also Greenscreen. Ich glaube, das im Hintergrund ist wirklich einfach so eine große Wand. Also so ein riesiger Bildschirm quasi. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das, worauf die stehen, der Boden, ist komplett grün. Damit die halt das im Nachhinein rein editieren können. Was ich nur heftig finde, ist, dass dann da wirklich die Schatten auch mit drauf fallen. So. And what is that? Can I say Dass das so gut funktioniert. Okay, you're gonna get your first look at the Deviri Paradox. Finally, I know it's been a couple years, but Deviri Paradox is gonna be what 10 Alive is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. My child, my friend. What was done is done. New dangers. New choices await us now.
For now, dream of who we were. Warframe-Spiele habe ich auch ab und zu gespielt, ab und zu mal. Ich fand es echt nicht schlecht, tatsächlich. Aber, I don't know, das musst du halt mit jemand anderem zusammenspielen. Das ist kein, also, ich sage, Warframe ist ein Game, das musst du mit mindestens einem Freund spielen. Das muss man mindestens zu zweit spielen, ich weiß nicht. Das ist einfach, I don't know. Warframe kann man nicht alleine spielen, es ist viel zu langweilig alleine. Ach du Scheiße. Ah, vom Genshin Impact Studio, okay. Gut, dann ist es wahrscheinlich sogar gar nicht schlecht, weil ich finde Genshin Impact nicht schlecht. Es ist einfach nur nicht so ganz, was ist ganz meins? Es ist, ich weiß nicht. Dieser, I don't know. Der Look von dem Game ist nicht so ganz meins gewesen. Der Artstyle. Gegen Anime-Charaktere habe ich meistens eigentlich nichts, aber ja, gegen den Look. Das sieht schon besser aus, finde ich. Companions who treat you like family and embark on unimaginable adventures. Remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the end of the story. Wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjo La Fool. Sieht halt ähnlich aus zu Genshin Impact und ganz okay. Not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say, I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Okay. Na gut, wieder von den gleichen. Okay. Der Typ rechts, der hat irgendeine fette Waffe in der Hand. Die haben alle irgendwie ganz coole Waffen. Der Wolf oder Fuchs oder was das darstellen soll, sieht cool aus. Boah, der Wolf sieht wirklich, oder, ja doch, ich sage, es soll ein Wolf sein, der sieht wirklich cool aus. Ich weiß nicht, irgendwie bekommt man hier nicht so, also bei den ganzen Trailern, da können die natürlich nichts dafür. Also die Leute vom Summer Game Fest, ist ja klar, die können da nichts dafür, aber ich weiß nicht, man bekommt irgendwie keinen guten Eindruck von den Games. Ja. Nintendo macht halt legit keine eigene Direct. Was soll das, Nintendo? Weil das wären, also zum Beispiel dieses Game oder auch die anderen Games, Splatoon 3 zum Beispiel, das hätte alles
wäre eigentlich alles in Nintendo Direct drin gewesen. Ja, das ist das Ninja Turtles Game. Genau, ich habe damals die Serie gesehen, als ich noch jünger war. Immer auf Nickelodeon, glaube ich, war das. Fand ich nicht schlecht, muss ich sagen. Die Filme habe ich nie gesehen, also zum Beispiel den von, ich glaube von Michael Bay ist ein Film, es sind die Filme, ne, die von 2015 oder so, 14, 15, 16, I don't know, irgend so um den Dreh. Da kamen doch auch Turtles Filme. Und von Michael Bay, glaube ich, war der. Also wahrscheinlich mit vielen Explosionen. »16. Juni schon, lol. Nächste Woche. Nee, nicht nächste Woche, aber übernächste Woche ist es. Gott, das sagt mir irgendwas, das Game. Oder diese Trailer schon. Oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Ja, anscheinend dauert es sogar echt lange hier, das Game Fest. Es kommt mir irgendwie so vor, als wären wir erst eine halbe Stunde drin, weil, naja, wir haben jetzt noch nicht so viel gesehen. Die haben halt oft ein bisschen gelabert, was ich immer nicht so nice finde, weil, ja, es ist ganz cool, ein bisschen mit den Entwicklern zu labern, aber ich finde, es reicht so, 1, 2 Fragen zu stellen und dann passt schon wieder das mit dem, also auch Call of Duty Modern Warfare 2, der Gameplay-Trailer war für mich auf jeden Fall ein bisschen zu lang. Ich kann mir vorstellen, dass da ein paar abgeschalten haben, die sich nicht für solche Games interessieren. Weil am Anfang war ja sowieso nur Horror und Gore und halt Call of Duty Modern Warfare 2. Was? Hatte das von Sega? Humankind, ja, das ist glaube ich auch ein echt gutes Game. Ich muss mir mal ein bisschen mehr dazu anschauen. Vielleicht hole ich es mir, weil ich mag Aufbauspiele tatsächlich recht gerne. Ich mag zum Beispiel, es sieht echt cool aus. Ich mag zum Beispiel auch City Skylines mag ich. Ich habe auch eine Zeit lang SimCity Build It gespielt, also das Mobile Game SimCity. Fand ich ziemlich nice. Und was ist das? Oder ist es immer noch Humankind? Nee. Rewrite? The History oder was? Ah, History, ja. Dieser typische Song. Zwar ein bisschen geremaked, aber ich kenne immer den Titel nicht, aber das ist so, weiß ich nicht. Den Song kennt jeder Mensch auf dieser Welt. Bloß niemand kennt den Titel davon. Humankind, ja. Es sieht echt cool aus, aber ich check's noch nicht so ganz, wie es funktioniert. Aber es sieht an sich echt cool aus, das Game. Humankind. Ja, Sega. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece. Also das ist auch schon ein bisschen sehr übertrieben, wenn man sich mal die rothaarige und die schwarzhaarige links ansieht. Das ist schon ein bisschen sehr drüber, muss ich sagen. Das war schon ein bisschen sehr, sehr freizügig, zumindest die rothaarige. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ？よし、面白そうだ。
行ってみよう。ちょっと待ってるし。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。Oh. こいつノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ。クードバースト。Frankie. Nami. Oh, das konnte ich nicht ganz lesen. Brooke. So, und wer ist sie? Nico Robin. Ah ja, oh Gott. Holy shit. Holy shit. New encounters and hidden mysteries. Unravel the adventure that awaits. Es sieht nicht schlecht aus, aber ich habe nie One Piece gesehen. Ich bin eh kein großer Anime-Fan. One Piece Odyssey. Das sieht halt, also das war halt schon sehr drüber auf jeden Fall. So, I don't know. Teilweise auch ein bisschen sehr übertrieben. Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Ja, was geht? Ringo. Take my hand. You get one more chance to make things right. So that's our mission then. Save the world. Boah, keine So Ahnung. many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault, featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Bin am Überlegen, vielleicht darauf auch noch zu reagieren, aber bin mir nicht sicher, ob es sich lohnt. Vielleicht schaue ich es mir privat an. Beziehungsweise, wenn es irgendjemand anders streamt, den ich kenne, dann schaue ich es mir wahrscheinlich privat an. Wenn es keiner streamt, den ich kenne, dann streame ich es entweder selber oder schaue es gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Achso, das ist, ja. Werbung für den Game Pass. Hatte ich auch eine Zeit lang, war echt cool. Aber irgendwann hatte ich auch so ziemlich alles mal, was ich spielen wollte, gespielt. Und dann wurde es natürlich ein bisschen langweilig. Capcom. Was zur Hölle? Was kommt jetzt? A brand new game?
Capcom Arcade 2, was zur Hölle? Nintendo Switch. Was? Nein! Ach so, Mario Strikers. You're gonna get hit with the unexpected in Mario Strikers Battle League. In this no-holds-barred, soccer-ish sport, chaos reigns Kommt supreme. morgen. So prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Okay. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. It's okay. Schon wieder. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well, Supermassive Games kenne ich vom Namen her. hanging on the end of a rope, how can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just going to fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? The Quarry. Kidnapping, Very. murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening, and you're all in it. This is gonna get a little messy. Auch schon morgen. rules, you noob. Gibt's ja nicht. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada.
Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in its procedural realms. Here is your exclusive new look. Boah, sieht das heftig aus. Leck mich am Phone. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Ich frage mich wirklich, wie lange es noch dauert. Dauert es auch 3 Stunden, so wie die Game Awards immer? Oder dauert es nicht so lange, dauert es nur 2, weil dann ist ja eine halbe Stunde schon vorbei? I don't know. Ansonsten wären wir jetzt erst bei der Hälfte. Ich habe keine Ahnung. So. Ich hab mich leider nicht so viel informiert. So, ich habe mich halt... Was heißt, ich habe mich nicht informiert? So, es steht halt auch nirgends, wie lange es dauert. So, auf der Seite von... ich weiß gar nicht, von wem die Seite ist. Auf jeden Fall... Es gab eine Seite... Es gibt mehrere Seiten, aber es gab auf jeden Fall eine Seite, auf der ich es nachgeschaut habe, wo wann alle E3-Events sind, aber ja. Oh, wow. Er hat gegen Lacey gewonnen, quasi. Das finde ich gut. The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss so crazy, Factory Saints demo Row. across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Guys. Und es sieht halt auch einfach gut aus, so grafisch. So what do we build next? Also ich meine, es geht besser. Ich finde die Charaktere, also die Charaktere sehen noch ein bisschen komisch aus, aber der Rest sieht schon echt heftig aus. What the fuck? We are so good at this. Which fool wanna challenge me? Got a pack on your back with a strap, can't relax cause you know there's no guarantee. I ain't never guessed, that's a fact, don't react to the test of the mass and the cavalry. Stay correct with your majesty, savage, never kneel, never have defeat. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. What the fuck? Yo. Man kann sich selber einfach machen, holy shit, gefühlt. Das ist halt wirklich einfach gefühlt GTA. Bloß noch ein bisschen verrückter. Das ist das wahre GTA 6. Nein. Next, we've got an exclusive first look at extended Wie viele Warhammer Games gibt's bitte? Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against.
and it's out on September 30th Also, for PC, also ich weiß nicht, ob es Steam, and ob's exclusively on console viele on DLCs gibt, aber wenn das alles eigene Spiele sind, Bruder, muss los. Es gibt ja so vieles Warhammer-mäßiges. Boah, der Typ rechts sieht irgendwie aus wie Thanos in weiß. So you're gonna restore the coolant and hopefully save the day. Get Ja, in, Warhammer. access the operations array and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! Das ist halt wie, also ich find's wirklich lame, dass Nintendo keine Direct macht, hä? Was soll das? Weil gefühlt alles wurde ja jetzt hier schon reingehauen. Was noch so, also, hä? Das verstehe ich halt überhaupt nicht, warum die das nicht machen. So, krass, vorhin dachte ich ja sogar, die kündigen hier ein neues Mario-Game an, aber es war nur Mario Strikers. Ich wäre hart eskaliert, wenn die auf irgendeiner, ja, quasi, wenn die, sag mal, Gamefest, also wenn sie nicht mal selber ihr ein neues Mario ankündigen würden, da wäre ich schon eskaliert, aber zum Glück war es nur Mario Strikers, ein Trailer dazu. Was ich trotzdem irgendwie ein bisschen doof finde, dass sie keine eigene machen. Hä, die machen doch immer zu dieser Zeit eine Direct. Wieso machen sie es dieses Jahr nicht? Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass sie es dieses Jahr nicht machen. Weil es wurde noch keine angekündigt. Und es gab jetzt schon 1, 2 Nintendo-Sachen hier drin. Also, what the fuck? Ich habe mir ein scheiß Bingo gemacht für einen Nintendo Direct. Known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral Unreal Engine horror 5, Alter, ist so geil. It's a return to the world of Layers of Fears. Get a dose of this. Someone once said insanity runs in our family. Oh, das sieht so gut aus. Run. Alter, leck mich am Arsch, ist das gut. Es ist gefühlt echt. Also ich meine, man kennt schon noch, dass es ein Videogame ist, aber bei manchen anderen Dingen denkt man sich schon so, ey, das könnte jetzt auch einfach mit einer Kamera gefilmt sein. Und man merkt schon so ein bisschen am Artstyle, dass es nicht echt, ganz echt sein kann. Aber zum Beispiel das hier, das sieht aus, als hätte man es mit einer Kamera gefilmt. Genau so, mit einem Filter drüber. Wirklich, das sah gerade genauso aus. Also es hätte auch in echt mit einer Kamera gefilmt sein können. Ist halt leider immer nicht, also die ganzen heftigen Games, die angekündigt werden, sind halt alle leider nicht mein Geschmack. Heute zum Beispiel. Das ist leider echt true. Weil ich ja trotzdem irgendwie noch Bock hätte, so, dass noch irgendwie eine krasse Nintendo-Ankündigung kommt, dass jetzt irgendein neues 3D-Mario oder so kommt. Ich hätte irgendwie voll Bock drauf. Ich weiß, ich würde komplett ausrasten, weil sie es wieder nicht in ihrer eigenen Direct, also weil sie es wieder nicht schaffen, eine eigene Direct zu machen. Aber das haben sie ja bei den Game Awards, haben sie es auch so gemacht, aber da hat ja niemand gedacht, dass eine Direct kommt. Also da war es ja so, da war halt jeder so, ja, es kommt bestimmt keine, was zur Hölle? Es kommt bestimmt keine Direct, so zur Zeit der Game Awards, weil zu der Zeit macht Nintendo nie welche. Da war es okay, dass kurz so ein, was weiß ich, das kommt dieses Jahr oder so.
was ist bereits angekündigt, was kommt noch von uns? Meineswegen. Aber und da kam halt aber sonst nichts mehr. Wo sich halt alle dachten, ach komm, wenn ihr schon keine eigene Direct macht, weil ihr erst eine hattet im September, dann macht doch bitte, dann zeigt doch bitte irgendwas in den Game Awards. Haben sie nicht gemacht. Und jetzt, an einem Punkt, wo sie eigentlich immer eine Direct halten, würde ich es halt schon feiern, wenn sie eine machen würden, na klar, aber ich würde es halt auch feiern, wenn sie hier jetzt einfach irgendein krasses Game ankündigen. So, das ist jetzt auch nicht schlecht, weil, es ist zwar nicht Nintendo, das ist DC, beziehungsweise wahrscheinlich dann Warner Brothers Games. Ich bin mir nicht sicher, ich habe nicht aufgepasst, von wem es ist. Ich habe gerade gelabert. Das klingt nicht schlecht, weil, ja, ich finde Filme sehr nice. Ich mag das DCEU ganz gerne. Aber leider, ich weiß auch nicht, was die damit haben, aber die machen also DC kann das irgendwie nicht so gut wie Marvel. Marvel hat ja die MCU und die bauen mit jedem Film immer einen anderen gleich so mit auf und die kriegen das meistens ganz gut unter. Also die meisten Filme aus dem MCU sind mindestens gut. Manche sind halt auch schlecht, aber wirklich nur manche. Zum Beispiel Iron Man 2 ist natürlich nur meine Meinung alles, aber zum Beispiel Iron Man 2 finde ich ist einfach ein unnötiger Film und den mag ich einfach gar nicht. Captain Marvel ist auch sowas, Captain Marvel existiert nur, damit man Captain Marvel eingeführt hat. Aus anderen Gründen existiert Captain Marvel nicht. Captain Marvel wurde kurz vor Endgame noch rausgehauen, damit eben, weil sie in Endgame vorkommt, damit halt jeder weiß, wer Captain Marvel ist. Aber ich weiß nicht, dieser Film an sich, das ist kein guter Film, Captain Marvel. Aber andere Sachen wie Endgame ist so krass. Oder so beispielsweise. Oder Iron Man 3 ist einer meiner Lieblingsfilme aus dem MCU. Was noch? Doctor Strange in the Multiverse of Madness, um mal das Neueste zu nennen. Ultra gut. Spider-Man No Way Home, auch ultra gut. Aber DC kriegt das irgendwie nicht so richtig hin. I don't know. Ich weiß auch nicht. Und die wollen auch gefühlt nicht. Also, 2013 haben sie angefangen mit Man of Steel das DCEU zu gründen. Dann kam Batman wie Superman und dann kam Wonder Woman. Dann kam noch Aquaman. Wonder Woman 1984 gab's noch. Gab's noch irgendwas im DCEU? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht Shazam, genau. Shazam. Und dann irgendwie mit The Batman sind sie dann wieder aus dem MCU wahrscheinlich, aus dem DCU raus und es ist wieder ein eigenständiger Film. Und jetzt kommt aber dann trotzdem Aquaman 2 und Shazam 2 und Wonder Woman 3, glaube ich, kommt auch noch. Und I don't know. Also ganz heftig. Ach ja, genau, Dingens kam noch, Justice League. Das war auch noch DCEU. Also ich habe keine Ahnung, Mann, was denen ihr Plan ist, weil die machen gefühlt beides. Die machen manchmal Filme, die ins DCEU gehören, also die quasi mit dem DCEU zusammenhängen, also quasi gehören sie dann zum DCEU, aber sie machen auch manchmal Filme, die gehören nicht dazu. Bei Black Adam bin ich mir nicht sicher. Ist Black Adam DCEU oder nicht? Also ich glaube schon, weil zum Beispiel Dwayne Johnson hat ja heute in dieser Präsentation, war er ja kurz dabei, da hat er ja auch gesagt, dass er Black Adam spielt und dass irgendwie die Schwäche von Superman Magic ist und Black Adams Superkräfte sind Magic. You know? Deswegen an sich, ich glaube, das spielt im DCEU, Black Adam. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass DC wieder sagt, nee, ist ein eigenständiger Film. Was ich halt irgendwie nicht verstehen würde, weil warum? Warum? It's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so wait till next year. Das ist ein neues Game? Ich habe nicht aufgepasst. Oder kommt der Trailer noch? I can't wait to see Naughty Dog storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. Naughty Dog, lol. Ja, ich hab gehört, es ist Uncharted und so, aber Naughty Dog ist okay. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary they're filming the Last of Us show for HBO, right?
Genau, es kommt eine Last of Us Show an HBO Max. We've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO. Pedro Pascal spielt die Hauptrolle mit, oh Gott, wer spielt sie? Ich weiß es nicht. Pedro Pascal spielt ihn, aber When we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high. Pedro Pascal hat aber echt viel zu tun in letzter Zeit. Der war bei Massive Talent in diesem Film über, wie heißt er, über Scheiße, wie heißt Oh, mir liegt der Scheißname auf der Zunge. Es kann doch nicht sein, dass mir der Name nicht einfällt. You actually got to direct one of the episodes? Och nö. Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration. Das kann doch nicht sein. Naughty Dog and HBO, they invited me to direct one of the episodes. Als ob mir dieser Name nicht einfällt. Das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Schauspieler, die es gibt. Müsste ich verarschen, ich google das zwar. Ihr seht das jetzt damit, aber ist mir jetzt egal. Massive Talent. Oder wie heißt er? Nicolas Cage. Ja, meine Fresse. Der Film über Nicolas Cage mit Nicolas Cage. Also, ich meine, er spielt sich selber in diesem Film. Und da spielt Pedro Pascal mit. Pedro Pascal ist The Mandalorian und er spielt jetzt auch in der Last of Us Serie mit. Der hat echt viel zu tun in letzter Zeit. Und ich finde ihn nicht schlecht, deswegen gerne mehr von ihm. Genau, da sieht man ihn auch, glaube ich. Genau. Pedro Pascal. Und das ist aber echt eine heftige Aussage, dass er sagt, es wird die beste Videospielverfilmung, die es gibt bis jetzt. Damit lehnt er sich weit aus dem Fenster, aber das behauptet wahrscheinlich jeder, der eine Videospielverfilmung macht. Also ich glaube, also bevor sie rauskommt, wie gesagt, ich denke, jeder Einzelne würde sagen, ja, das ist die beste Videospielverfilmung bis jetzt. Surprise! Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. I'm a little confused though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it, and we're such fans of like the talent and the helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show, and it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping on the wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've except had for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say. When I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love being a part of it. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology.
wanted to find a way to get even closer to our original vision. And we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at The Last of Us Part 1. Yes. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. You know, I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? Was ich halt echt nicht nice finde, ist, dass HBO-Sachen, also HBO-Exklusiv-Sachen meistens dann auf Sky laufen in Deutschland, weil HBO ist ein amerikanischer Sender, also amerikanisches, ich glaube auch online, also Streaming-Service, Sender von Warner Brothers und quasi der deutsche Partner von HBO ist halt Sky und das ist das Problem. Because you did these performances you did. Sky habe ich halt nicht. You did go back in. I mean, you used the original performances. So, yeah, actually, das ist we das came up with a Problem. process where you could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and We're studied. seeing side by sides here, just how much it has changed. That you went and you redid the models and rebuilt everything. Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces Sieht is halt auf jeden Fall besser aus, ja, they're closer definitiv. to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show, because they're all new players for PS5 and PC, we wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing never part played it. 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it was. I can't wait. You guys did such an amazing job on that original game, and It's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole, like, all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on, like, Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this, again, to give that definitive version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Sky. And you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right. And shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if Was mir gerade einfällt, was aber auch sein könnte, dass Nintendo nur dieses, was es zum Beispiel, was weiß ich, Splatoon 3, das und das kommt dieses Jahr. Und halt eben nochmal kurzer Mario Strikers Teaser, dass sie vielleicht quasi so sagen, hey, wir sind auch noch da, schaut doch bitte auch unsere Direct. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Des with I Am 8-Bit,
and Double Fine, including an exclusive new look at the planet Atlanta. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase streaming, along with the Epic Games Store Showcase. And then finally, Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then the Game Ach ja, Awards will return das in gibt's ja auch December noch. live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will Da schaue ich auf jeden Fall auch rein. Also ob ich streamen werde, weiß ich noch nicht, aber stimmt, dieses Gamescom-Event von ihm gibt's ja auch noch. Jetzt hat er ja 3 Events im... Ich weiß nicht, wie lange es das Summer Game Fest schon gibt, aber noch nicht lange, oder? Oder ist es diesmal das erste? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie vom Summer Game Fest gehört. Das heißt, er ist jetzt Summer Game Fest. Er ist bei... wo ist er noch? Genau, Gamescom-Dingens und bei... ah ja. Und bei den Game Awards. Was ist denn das jetzt? Ach so. What? You don't know what Day of the Devs is? Genau. Day of the Aber Devs is the greatest. das war's dann auch mit dem Stream, denn das Summer Game Fest ist für heute zu Ende. Jetzt gibt's noch Day of the Devs, aber das interessiert mich jetzt nicht so sehr tatsächlich. Deswegen, das war's für den heutigen Stream. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, natürlich. War jetzt nicht so viel von meiner Seite. Ich habe halt ein bisschen off-topic gelabert währenddessen, ein bisschen auch on-topic gelabert. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Summer Game Fest gefallen. Mir nicht. Bin ich ehrlich, mir nicht. Es gab nichts, was ich so, wo ich mir dachte, ja Mann, geil. Es war so 1, 2 Games, die ich ganz interessant fand, aber es war nicht so, ich sagen würde, ja Mann, brauche ich unbedingt, richtig nice. Ich hoffe einfach, dass Nintendo noch eine eigene Direct macht. Es würde mich wirklich sehr freuen, weil ich würde gern noch ein bisschen mehr zu Splatoon 3 sehen. Ein bisschen, ich würde gern einfach eine neue Ankündigung haben. Ich würde gerne ein neues 3D-Mario haben, Alter. Bitte. Vielleicht auch ein neues 2D-Mario. I don't know. Das würde ich mir halt vielleicht sogar anschauen, wenn es nicht einfach wieder nur eine Kopie wäre. Aber zum Beispiel ein neues 3D-Mario, darauf hätte ich richtig Bock. Bitte. Gönnt uns das. Bitte. Nintendo. Macht eine eigene Direct. Ja, genauso Xbox, morgen ist ja Netflix, Samstag ist nix, genau, stimmt, bin ich dumm. Morgen ist Netflix, Samstag ist nichts, Sonntag ist Xbox. Auf beide Sachen reagieren wir noch, morgen und übermorgen, also morgen und Sonntag. Ja, ich hoffe, bei Xbox ist irgendwas Spannendes dabei. Und bei Netflix morgen auch. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich hoffe, da ist auch was Interessantes dabei. Aber Bruder, das heute war ja absoluter Absturz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Großteil war Shit. Also war nicht meins. Ich will es jetzt nicht verallgemeinern, dass es Shit ist, aber ich sag mal, es war nicht meins. Es hat mir nicht gefallen. Ich hätte einfach gerne, wie soll ich sagen, ich hätte einfach gerne ein bisschen mehr Stuff für die Allgemeinheit gewünscht. Also es war halt sehr viel, am Anfang sehr viel Horror, sehr viel Gore, dann kam noch ein bisschen Indie-Stuff dazu, gegen Mitte, gegen Ende eigentlich schon fast. Es kam so dann Indie dazu und ja, es hat so ein bisschen auf Indie geendet und dann jetzt eben ein bisschen The Last of Us am Ende noch. Es war halt alles echt nicht meins. Also 1, 2 Sachen fand ich ganz interessant, die werde ich mir vielleicht mal anschauen. Aber der Rest war überhaupt nicht meins. In meiner Ansicht nach halt Shit. Ihr könnt davon halten, was ihr wollt. Ich habe damit kein Problem, wenn ihr irgendwas wenn ihr irgendwas gut fandet, was ich schlecht fand, mir egal. Oder wenn ihr irgendwas gut findet, was ich schlecht finde, ist mir egal. Wie gesagt, ihr könnt mögen, was ihr wollt. Für mich war es halt größtenteils Shit. Deswegen leider nichts für mich. Wirklich schade. Ich hoffe, morgen und Sonntag wird besser. Und ich hoffe vor allem, Nintendo macht eine eigene Direct. Ich will ein neues Mario-Game. Ich habe so Bock auf ein neues Mario-Game. So, Mario Odyssey war richtig geil. Wieso machen sie nicht ein neues Game? Mario Odyssey ist
so gut angekommen auch. Das war so ein krasses Game. Das, von den Kritiken her war das richtig heftig. Von den Leuten, also das wurde so krass abgefeiert und es gibt einfach nichts dazu. Nichts. Seit 5 Jahren nicht mal in irgendeiner Weise einen Mini-Teaser, dass vielleicht an einem zweiten Teil gearbeitet wird oder an einem neuen 3D-Mario-Teil. Ich weiß auch nicht, was der Plan von Nintendo mittlerweile ist. Die meisten Videospielstudios sind halt so, die hauen ein Game raus, und wenn das Game übel gut ankommt, dann machen sie noch einen zweiten Teil dazu. Weil das Game übel gut angekommen ist. Bei Nintendo, die hauen ein Game raus und wenn es richtig gut ankommt, ist es ihnen egal. Die freuen sich halt, dass es gut ankommt, aber es ist ihnen halt egal. So, die machen dann kein neues Game. Das ist denen einfach wurscht. So, warum? Warum? Die Fans wollen ein neues Mario Odyssey oder ein neues 3D Mario. Warum gebt ihr es ihnen nicht? Ich meine, mit Odyssey hat es funktioniert. Damit habt ihr gut Geld gemacht. Das haben viele Leute gefeiert. Wieso macht ihr es nicht einfach nochmal? Bloß halt mit einem anderen 3D Mario. Oder vielleicht Odyssey 2. Hätte ich auch Bock drauf. Odyssey war ein sehr, sehr gutes Game. Ja. Schade. Aber ich hätte gerne einfach eine Nintendo Direct. Einfach nur, entweder um richtig geile Ankündigungen zu bekommen, halt, falls irgendwas Heftiges angekündigt wird. Und selbst wenn gar nichts Gutes angekündigt wird und nur Shit drin ist, dann könnte ich halt wieder Nintendo ranten. So. Dann könnte ich wieder über Nintendo, könnte ich mich wieder drüber abfacken. Aber jetzt so mit gar nichts da zu stehen, finde ich irgendwie ein bisschen schade. Bin ich ehrlich. Weil bis September, als ob die keine Direct machen. Weißt du, von Februar bis September keine Direct zu machen, ist doch lost. Das ist doch anders lost. Vor allem, weil sie immer in dem E3-Zeitraum eine Direct gemacht haben. Warum nicht dieses Jahr? Also ich hoffe, es kommt noch eine. Es ist ja nicht gesagt, dass auf keinen Fall eine geben wird. Das Einzige, was gesagt ist, ist, dass Nintendo nicht bei der Gamescom anwesend sein wird. Aber das ist mir ja eigentlich recht egal. Mir geht's um die Direct. Und ich hoffe, die kommt noch. Denn es wurde nicht offiziell gesagt, es gibt keine. Es wurde einfach nur noch nichts angekündigt. Noch. Hoffentlich kommt noch was. Bitte. Ja, also ich bin jetzt weg. Wir sehen uns dann morgen wieder zur Netflix Geek Week. Ich hoffe, das wird besser. Und ja, dann sehen wir uns morgen. Haut rein und ciao.